Wenn auch du regelmäßig Kalkspuren hast bei dir im WC, dann schau dir unbedingt das Video weiter an. Vielleicht liegt es am Schwimmerventil und wie wir das wechseln, das zeige ich dir heute. Das Ventil ist dazu da, um deinen Spülkasten zu füllen und dann automatisch wieder abstellen, wenn er voll ist. In diesem Fall haben wir jetzt hier einen AP-Spülkasten, also sprich einen Aufputzspülkasten. Wir haben aber auch einen UP-Spülkasten. Dort ist die ganze Technik hinter der Wand versteckt. Von der Funktionsweise her ist es aber genau das Gleiche. Als allererstes nehmen wir jetzt mal den Deckel weg, den kann man einfach nach oben ziehen. Der Spülkasten ist jetzt schon 30-jährig, funktioniert aber nach wie vor einwandfrei. Dann haben wir hier ein Eckventil, wo wir das Wasser abstellen können. Im Umgang mit Wasser immer als erstes das Wasser abstellen, bevor wir überhaupt irgendetwas machen. Dann zur Schraube drin, können wir einfach hineindrehen, dass wir arbeiten können. Wenn man die Spülung betätigt, dann wird das ganze Wasser, das jetzt da drin ist, kommt dann beim WC unten raus. Die Funktionsweise von so einem Schwimmerventil ist eigentlich ganz einfach. In der Glocke innen sammelt sich Luft, das Wasser kommt von unten langsam rauf, steigt mit der Luft gegen rauf und irgendwann macht es zu. Und wenn wir dann spülen, geht es wieder runter und fängt dementsprechend wieder an zu füllen. Wenn zu viel Wasser im Spülkasten ist, dann läuft das einfach über das Loch in Überlauf und das kann eigentlich dann auch dazu führen, dass du unten dran beim WC die Kalkrändchen hast. Jetzt in diesem Fall ist das Ganze einfach mit dem Kupferröhrchen befestigt. Es ist durchaus möglich, dass du aber da auch einen Panzerschlauch als Verbindung zwischen dem Eckventil und dem Schwimmerventil vorfinden. Dann nehmen wir jetzt einfach mal ganz einfach einen 19er Schlüssel und lösen das Ganze mal vorsichtig. So. Gut. Jetzt können wir eigentlich das Schwimmerventil einfach rausnehmen. Jetzt in diesem Fall brauchen wir den Abstandhalter zwar nicht, aber der ist noch ganz wichtig. Der hilft uns nämlich, dass nachher die Glocke nicht irgendwo am Spülkasten ansteht und dann die Funktion behindert ist. Dann kann man eigentlich einfach so da draufklicken. Dann haben wir jetzt die einfache Situation, dass wir eigentlich einen 1-1-Austausch haben. Das heisst, wir können einfach das Neue nehmen. Und jetzt kommt der Moment, wo wir sehen, ob es dicht ist oder nicht. Jetzt können wir noch die Füllhöhe einstellen. Und zwar haben wir hier eine Schraube, wo wir den Schwimmer auf und runter stellen können. Jetzt haben wir hier die Wasserstandshöhe vom Spülkasten, sollte hier 1 bis 2 cm unter dem Überlauf sein. Dann ist eigentlich alles perfekt eingestellt. Nachdem wir das jetzt getestet haben, alles dicht ist, können wir den Deckel wieder drauf tun, einfach draufstecken und der finale Test. Wie du siehst, so ein Schwimmerventil zu wechseln ist gar nicht so schwierig. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim selber machen und wenn dir das Video gefallen hat, dann schau doch noch weitere Videos von uns an.